und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Tutorials über das Ein- und Ausatmen beim Blockflöte-Spielen. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Vera Petri, Blockflötistin und gebe euch Tipps zu gutem Blockflötenspiel. Ja, in meinem ersten Teil habe ich euch erklärt, wo und wie man einatmet beim Blockflöte-Spielen. Falls ihr das Video noch nicht kennt, ich verlinke euch das hier. Es wäre hilfreich, wenn ihr euch das vorher angesehen habt, wenn ihr hier zuhört. Es könnte aber auch so nützlich für euch sein, das hoffe ich zumindest. Ja, wir haben ja geübt im ersten Teil, dass wir Muskeln, die wir zum tiefen Bauchatmen beim Blockflöte-Spielen einsetzen wollen, dass wir die erstmal spüren und lokalisieren. Dazu gab es ein paar Übungen in dem Video und ich hoffe, ihr habt die dann finden können, eure tiefen Atemmuskeln. Und dann habe ich euch diese Übung gegeben zum Einatmen mit der Mundstellung I, um Luft in die Flanken einzuatmen, und der Mundstellung O, um Luft in den Bauch einzuatmen. Also wie gesagt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne an. Ja, und hier kommt nochmal meine schöne Zeichnung, die ich fabriziert habe dazu, wo ihr seht, dass das Zwerchfell, das nach oben gewölbt ist im Ruhezustand, dass das durch die Luft, die ihr tief hinein in den Körper einatmet, nach unten gesenkt werden soll, also abgeflacht werden soll. Ja, und wie ihr euch jetzt denken könnt, würde jetzt das Zwerchfell gerne wieder nach oben schnellen, und wenn wir das nicht kontrollieren, dann geht alle Luft auf einmal wieder aus dem Körper raus. Das wäre dann, wenn ich das mal so vormache, ich atme richtig ein und lasse dann einfach los, das wäre dann so. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Deshalb wollen wir in diesem Video mal schauen, wie kann ich meinen Atem erstmal drinnen behalten und dann so kontrolliert rauslassen, dass das Zwerchfell eben nach und nach wieder nach oben kommt und ich es beim Einatmen auch wieder nach unten bekomme. Und das Ganze könnt ihr wieder steuern mit euren Muskeln, die ihr auch zum Einatmen eingesetzt habt. Die müssen jetzt so beherrscht wieder nachlassen, dass die Luft eben allmählich rausgeht. Und um das mal zu bekommen, dieses Gefühl, dass man die Muskeln einsetzt, um die Luft nach und nach rauszulassen, könnt ihr ganz einfach erzeugen, indem ihr einmal euren Spiegel anhaucht, sodass er beschlägt, und zwar auf einen Ausatemzug. Ja, dann spürt ihr so einen ganz leichten Druck im Bauch, während ihr haucht, und eigentlich schon so eine Art Atemstütze. Also die Atemstütze besteht einfach darin, dass man das alles tief und unten hält, das Zwerchfell nicht einfach so nach oben schnellen darf. Das Gleiche könnt ihr auch erzeugen, indem ihr zum Beispiel eine Feder wegblasst. Ja, ich habe jetzt keine, aber das kann man sich auch einfach vorstellen. Ihr könnt euch auch vorstellen, ihr müsst die über den ganzen Tisch rüber blasen, aber nicht in einem Mal weg, sondern allmählich. Oder eine Pusteblume. Ja? Und wenn ihr mal diese Muskeln im unteren Bauch, die betätigt werden beim Ausatmen, auch wenn ihr die mal beim Ausatmen spüren wollt, könnt ihr mal mit Druck gegen eure Hand blasen und dann einfach loslassen. Und in dem Moment, wo ihr loslasst, lassen auch die Muskeln im Bauch los. Natürlich so ruckartig, wie wir es beim Blockflöte-Spielen jetzt nicht gebrauchen können, aber das ist einfach mal, um das zu fühlen. Was auch super funktioniert, ist, wenn ihr wie eine Lokomotive immer psch, psch macht und erst einatmet und stückchenweise die Luft rauslasst. Ja, ich mache es mal vor. Dabei lasst ihr eben die Luft dosiert raus
und spürt jedes Mal diesen Druck auch im Bauch bei den entsprechenden Muskeln. Natürlich habt ihr beim Blockflöte-Spielen dann nicht so einen großen Druck, aber dieses Gefühl könnt ihr bekommen durch diese Übung und dann könnt ihr versuchen, das beim Blockflöte-Spielen in abgemilderter Form zu tun. Also etwa so. Wenn euch das vorher auch vielleicht nicht bewusst war, dass man da so kleine Rucke im Bauch spüren kann dabei, könnte es klappen, dass ihr durch diese Übung mit der Lokomotive plötzlich fühlt, aha, hier kann ich das machen. Die Blockflöte hat ja von Natur aus jetzt gar keinen Widerstand eigentlich, so wie vielleicht eine Oboe. Wir wollen ja schöne Töne formen und wir wollen ja die Kontrolle haben. Und das ist deshalb gar nicht so leicht beim Blockflöte-Spielen, weil ja eben kein Widerstand da ist, an dem ich mich dann sozusagen mit dem Atem festhalten kann. Es gibt am Instrument keinen Widerstand, ich muss das im Körper also machen. Auch dazu gibt es eine wunderbare Übung, die ist ganz leicht. Ihr stellt euch vor, ihr seid total freudig überrascht. Diesen Moment des freudigen Erstaunens habt ihr ganz tief in den Bauch geatmet und haltet die Luft drin. Dem Moment, wo euch die ganzen Gedanken durch den Kopf gehen, oh, was das jetzt alles beinhaltet, habt ihr die Luft festgehalten und dann lasst ihr sie raus. Also ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen und einmal ausprobieren. Ja, und ganz konkret machen wir es jetzt wieder mit unserer Einatmenübung auf I-O. Und dazu muss ich euch noch was Wichtiges erklären, nämlich Sinn der Sache ist, das Einatmen auf I, wie gesagt, am Anfang ganz kurz und dann der Hauptteil der Luft auf O ein. Und während des Spielens wird die Luft verbraucht und wird der Bauch wieder dünner. Und wenn ihr jetzt nachatmen müsst, immer auf O. Und wieder rauslassen die Luft und wieder atmen auf O. Sodass diese Weite, die ihr in den Seiten geschaffen habt am Anfang, dass die eigentlich erhalten bleibt. Und erst wenn ihr fertig seid mit eurem Stück, dann lasst ihr alles los. Ja, so fällt es euch leicht, so eine permanente Atemstütze zu haben. Ich würde euch raten, das zu üben mit ganz einfachen Tönen, vielleicht nur mit einem Ton oder mit 2, 3 Tönen, bis das richtig gut klappt, sodass ihr euch nicht aufs Greifen konzentrieren muss und auch was spiele ich denn jetzt? Spielt einfach 2, 3 Töne, super simpel. Wobei es nicht stundenlang geübt werden braucht, gerade bei Atemübungen, da müsst ihr aufpassen, dass euch nicht schwindelig wird und so. Ja, ich hoffe, dass ihr hier ein bisschen mehr verstanden habt, wie das Ein- und auch das Ausatmen, das kontrollierte Ausatmen gehen beim Blockflöte-Spielen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!